Ich bin Josephine, Singing Mind, Sopranistin mit einem sehr assoziativ-kreativen Gehirn. Vielleicht bin ich auch so eine Kreuzung aus einer Elster und einem Trüffelschwein oder sowas, aber es ist also wirklich beinahe animalisch instinkthaft, dass ich bei Farbkombis stehen bleibe. Ob das Farbe, Form, Struktur, Klang, Stile ist, ich bin quasi unersättlich, die Dinge in Beziehung zu bringen. Also ich habe schon sehr früh in meinem Leben gespürt, dass Musik mich unbändig fesselt. Also ich war ganz klein, konnte nicht mal richtig gucken und lesen so ungefähr und habe dann Kassette Brahms Ungarische Tänze, die fand ich toll. Die habe ich dann irgendwie identifiziert und in die Anlage gemacht und dann irgendwie getanzt im Wohnzimmer. Und dann das Verkleiden, das sich verwandeln, jeden Tag immer wieder, nonstop, das fand ich immer toll. Aber dann vor allem durch meine Jugend im Mädchenchor Hannover, wo ich sehr früh auch Rollen verkörpern durfte in Opernproduktionen oder so, was wir gemacht haben, da wusste ich, das ist mein Ding, das ist mein Brot, von dem ich essen muss. Auf der Stange, wie angehängte Vögel, wenden links und rechts den Kopf. Und niemand kommt. Kein Bruder, kein Bote von dem Brote, nicht der Bote von einem Boten, nichts. Ja, Berlin ist, finde ich, schon eine Herausforderung, wenn man hier wirklich lebt. Es ist ein Tempo da, es ist eine gewisse Härte da, aber es ist auch eine unfassbare Vielfalt von Lebensrealitäten. Und wenn man sich durch die Stadt bewegt, wenn du in der U-Bahn unterwegs bist, wenn du mit der Ringbahn unterwegs bist, was es alles an Leben und Lebensarten gibt, aber das spürt man ja alles, die Stadt. Sie damals empfanden, ist es nicht vor allen Geheimnissen süß und immer noch irdisch, da ein Das ist ein never-ending Mystery und Discovery, was alles möglich ist, und ich finde das wahnsinnig magisch. Rein diese Zuständlichkeit des Singens und wie die Stimme sich verändert, wie ich das neu kennenlerne und damit wachse. Mit Charakteren ist es so, das wird auch immer stärker, wie die mich durchfluten oder wie mich das, ich weiß es nicht, wie das so ein rasendes Bedürfnis ist, sich damit zu befassen. Aber ich als Josephine, ich muss das essen. So wie Alice in Wonderland, eat me. Ich kann nicht anders, ich muss das essen. Ich kann nicht sitzen und ins Dunkel starren, wie du. Ich hab's wie Feuer in der Brust, es treibt mich immerfort herum im Haus.
Also was mich zuletzt total fasziniert hat, war, ich kam über Instagram, über einen Post von Joy Denelani und ihrem neuen Album mit ihrem Mann Alles Liebe, irgendwie in so einen Strudel, bei denen die ganze Zeit hängen zu bleiben, wie die Stadt erzählen oder ihre Liebe oder den Jetzt-Vibe. Und dann kam ich in Gefilde, die ich nie kannte. Das war auf einer Zugreise von Berlin mit einem Nachtzug nach Wien. Und dann kam ich immer mehr in so Rap oder auch so Sprachpoesie von jetzt. Und dann dachte ich, das ist doch total interessant, weil man sich manchmal fragt, interessieren irgendwie heutige Jugendliche oder heutige junge Menschen die Sprache noch? Oder ist alles Lyrische heute tot? Ist es nicht? Es verändert vielleicht die Farbe, die Art, wie erzählt wird. Aber im Grunde genommen, sagen wir mal, sowas wie ein Troubadourtum gibt es. Mannigfaltig. Und das ist doch spannend. Und dann komme ich in so einen Triggersturz. Was hat meine Form von musisch-sprachlichem Erzählen Verwandtes mit dieser Form des jetzigen Erzählens? Dann kann ich irgendwas hervorholen aus dem Gehirn, wo ich dachte, ich weiß nie, will ich das nochmal verwenden, kommt das nochmal wieder? Und dann kommt alles zusammen und irgendwie alles ist gespeichert, was mich irgendwann mal gefangen genommen hat. Und dann puzzle ich das mit was zusammen oder es kommt zu einem Tetris, wo man nie gedacht hätte, dass es eine Kompatibilitätsform gibt. Mein Wunsch, mein Traum und ein Teil meines Antriebs ist, Herz und Geist der Menschen in eine Bewegung zu bringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und als ich ein jüngerer Mensch war, dachte ich, ich muss unbedingt Antworten haben. Und je älter ich werde, ist mir klar, dass das Absolute ist nicht dasjenige, wonach es zu streben gilt. Es gilt, glaube ich, offen zu sein und einfach Fragen hörbar anwesend sein zu lassen und damit zu suchen.